Hallo Leute, draußen wird es so langsam ungemütlich und es ist genau die richtige Zeit für einen richtig schönen Schmortopf. Dafür habe ich mir ein schönes Stück Mittelbug vom Rind geholt und daraus mache ich mir heute einen richtig schönen Schmortopf. Zuallererst schalte ich mir mal den Topf ein, und zwar auf volle Kraft, dass ich das Fleisch gleich drin anbraten kann. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, es entweder wie ein Gulasch zu schneiden in Würfel oder man könnte es auch im Ganzen garen. Aber ich habe mich für was anderes entschieden und zwar schneide ich dieses Stück. Das hat im Gesamtgewicht 1 Kilo, also ich schneide jetzt 4 Portionen raus, sozusagen 4 Steaks. Und dann habe ich nachher leichter beim Anrichten. Ich muss den Braten nicht aufschneiden oder ich muss Fleisch verteilen, sondern ich habe einfach ein Stück, das dann jeder zu essen kriegt. So, jetzt habe ich 4 gleich große Stücke. Beim Mittelbug ist hier zum Beispiel noch eine Sehne drin, aber die stört uns nicht, denn beim Schmoren löst sich die auf und wird zu einer Gelee-artigen Masse und nachher ist das dann im Mund ein richtig schönes, weiches Gefühl. Aber das seht ihr ja später. Und in den Schmortopf gehört auch immer ein bisschen Gemüse und Zwiebeln. Die Zwiebeln schneide ich mir auch in relativ große Würfel. Dann habe ich noch Möhren, die schneide ich mir auch in Stücke. Und genauso den Sellerie. So. Und in der Zwischenzeit ist mein Topf schon heiß. Dann habe ich hier Butterschmalz. Dann würze ich mir das Fleisch noch vor dem Anbraten. So habe ich dann meine Gewürzmischung oder zumindest noch einen kleinen Rest. Ich glaube, ich muss wieder was auf Vorrat machen. So. Für alle, die es interessiert, wie die Gewürzmischung, also das Rezept, hier oben packe ich euch einen Link hin. Und da könnt ihr das dann nachlesen. So. Und jetzt brate ich mir das Fleisch an. So. Also im Prinzip wie Steaks. So. Dann habe ich noch Champignons. Kommen nachher auch noch mit rein. Die viertel ich mir einfach nur, oder wenn es ganz klein ist, dann halbieren. Dann habe ich noch eine Zehe Knoblauch, die hacke ich mir. Das Fleisch ist von der einen Seite angebraten, jetzt noch wenden. Und das von der anderen Seite auch noch schön anbraten. So, das Fleisch ist angebraten. Boah, wenn es ein Steak wäre, würde ich sagen, wow. Aber es ist leider ein Schmorstück und deswegen ist es noch nicht fertig. In den heißen Topf kommt jetzt mein Gemüse. Also das Gemüse und die Zwiebeln, die brate ich mir jetzt gerade an. Gebe ich die Champignons auch gleich mit dazu. So. Gut. Den Knoblauch packe ich noch gerade zur Seite, der kommt erst später rein. Und dann geht es an die Gewürze. Und zwar habe ich Lorbeerblätter, Wacholderbeeren und Piment. Pfefferkörner gehören eigentlich auch noch mit rein, aber die mache ich aus meiner Mühle mit rein. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, Gewürzsäckchen zu machen und es so mit zu garen. Oder aber wir schmeißen es ganz mit rein, dann müssen wir es halt nachher wieder raussuchen. Oder aber Plan Nummer 3, ich mixe es mir. Dafür packe ich mir die Gewürze in den Mixbecher, gebe den Rotwein drauf und dann wird das Ganze gemixt. So, jetzt sind die Gewürze zerkleinert und somit stören sie nachher beim Essen nicht mehr. Wer jetzt auf Nummer sicher gehen möchte oder wessen Stabmixer nicht ganz so gute Leistung bringt, der kann es jetzt noch durch ein Sieb passieren, aber der Geschmack der Gewürze ist auf jeden Fall in dem Rotwein und somit auch gleich im Essen. So, das Gemüse ab und zu mal umrühren. Aber noch nicht salzen, weil im Moment wollen wir es ja noch anbraten. Das Gemüse ist jetzt schon leicht angebraten. Jetzt kommt mein Knoblauch dazu und Tomatenmark. Und jetzt lasse ich das Ganze noch ein bisschen anbraten. Und das Ganze lösche ich jetzt mit meiner Rotwein-Gewürzmischung ab.
Jetzt noch mal kurz aufkochen lassen bzw. den Rotwein wegreduzieren lassen. Dann gieße ich das Ganze mit Rinderbrühe auf und dann kommt das Fleisch wieder mit in die Soße. Die Flüssigkeit, die hier auf dem Teller ist, kommt auch mit rein. Und jetzt noch ein bisschen salzen und pfeffern. Und jetzt gerade noch einmal kurz aufkochen lassen. Und sobald das kocht, drehe ich die Hitze runter auf kleine Stufe, also bei mir jetzt Stufe 2. Dann kommt ein Deckel drauf und so lasse ich das jetzt für 2 Stunden lang in Ruhe vor sich hin schmoren. Mein Fleisch hatte jetzt 2 Stunden lang Zeit zu schmoren. Jetzt habe ich hier noch ein paar Kartoffeln, die gebe ich jetzt auch noch mit dazu. Denn das Fleisch ist noch nicht weich, das dauert schon noch ein bisschen. Und jetzt können die Kartoffeln hier drin mitgaren. Und so nehmen die Kartoffeln auch gleich den Geschmack von der Soße an. Und es wird einfach nur lecker. Und jetzt lasse ich das Ganze noch mal ungefähr eine Stunde weiter schmoren. Einfach dann mal gucken, wie weit das Fleisch ist. Wenn es weich ist, ist es fertig. Mein Schmortopf hat jetzt für insgesamt 3 Stunden gekocht. Jetzt holen wir das Fleisch mal raus. Wir können auch ganz einfach feststellen, ob es gar ist, wenn er mit so einer Fleischgabel einfach mal reinpiekst. Und wenn das Fleisch nicht dran hängen bleibt und die Gabel auch recht leicht reingeht, dann ist euer Fleisch fertig. Herrlich. Sorgt auch dafür, dass ihr einen Teller mit einem hohen Rand habt. Dann läuft die Soße auch nicht weg. Und wer möchte, der kann die Soße noch ein bisschen abbinden. Aber ich finde, bei so einem Schmortopf, da darf die Soße ruhig ein bisschen flüssiger sein. Wenn das Fleisch wirklich gar ist, dann könnt ihr das mit dem Messer einfach so auseinanderziehen. Müsst ihr gar nicht schneiden, sondern das löst sich schon praktisch auf. Und dann habt ihr ein wunderbares, leckeres Stück Fleisch. Hier kann man auch die Sehnen erkennen. Die sind aber auch recht weich und zart. Und die kann man sogar mitessen. Wer die allerdings nicht möchte, der kann die auch rauslassen. Damit sind wir am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen!